Die Layoutplanung ist ein Teilbereich der Fabrikplanung. Die detaillierte Planung des Layouts einer Fabrik gehört zu einem der finalen Schritte und beinhaltet die ausführliche Aufstellungsplanung aller Komponenten. In diesem Video werden wir Ihnen innerhalb von einem 10-minütigen Schritt-für-Schritt-Tutorial aufzeigen, wie Sie diese Aufgabe mit einer Layout-Planungssoftware schnell bewältigen können. Starten wir zunächst mit dem Download der Layout-Planungssoftware. Den Link packen wir Ihnen auch mit in die Beschreibung. Unter www.katschröhr.de finden Sie dann unter M4Plant eine kostenlose Testversion. Laden Sie diese herunter und installieren Sie diese. Nach dem Start bekommen Sie zunächst die Projektübersicht angezeigt und hier können Sie ein neues Projekt erstellen, in unserem Fall Layout 1, und hier kann ich noch einen Projektnamen eingeben, zum Beispiel Layoutplanung. Wir erstellen dieses Projekt und dann können wir es einfach per Doppelklick in der Projektübersicht starten. Wir wechseln zunächst in die 2D-Umgebung mit dem Button M4 Drafting und öffnen zunächst eine DWG-Datei von einem 2D-Layout, was wir verwenden möchten. Dieses können Sie einfach markieren, rechte Maustaste kopieren und dann einen Referenzpunkt angeben und dieses dann am besten in ein neues Blatt einfügen. Dazu erstelle ich ein neues A1-Blatt und vergebe zunächst hier die Zeichnungsnummer. Ich schreibe hier einfach Layout 1, bestätige mit Enter und ändere noch den Maßstab auf 1:150. Rechte Maustaste einfügen, kann ich nun das importierte DWG jetzt hier einfügen und kann jetzt weiterarbeiten. Ich bräuchte ein paar Tools aus M4Plant, ich muss aber allerdings vorher unter Optionen Lizenzen alle Lizenzen aktivieren und kann jetzt unter M4Plant die Tools nutzen, wie zum Beispiel das Zeichnen einer Ansichtsbox, die nachher in 3D angezeigt werden soll, und das Setzen des Referenzpunktes für die Ansicht, also wo der Nullpunkt sich befinden soll. Und jetzt wähle ich noch einige Elemente aus, die als 2D-Elemente mir in 3D angezeigt werden sollen. Dazu wähle ich den Auswahlfilter auf Linien aus, wähle die Linien aus und wechsle in den Layer-Dialog, wo ich dann sage, alle Linien sollen auf den Layer Factory Layout gewechselt werden, indem ich sage Layer wechseln, Factory Layout und bestätige dann. Jetzt speichere ich noch die Zeichnung, also mein Layout, und speichere diese im Projekt ab. Da gibt es ein Verzeichnis Models, aber ich lege mir ein neues Verzeichnis für Layouts an und speichere dieses einfach da drin. Jetzt gehe ich wieder zurück in die 3D-Umgebung und sage, ich möchte 2D-Daten einladen, und zwar die ich vorhin auf den Factory Layout Layer gelegt habe. Diese werden mir nun auch in 3D angezeigt und ich kann diese nun als Referenz nutzen, zum Beispiel indem ich jetzt hier mit dem Root Tool einen Referenzpunkt ablege. Jetzt können wir anfangen, 3D-Modelle von Gebäuden zu importieren. In dem Fall nehme ich einfach das Tool Bibliothek laden. Hier kann ich ein Verzeichnis hinzufügen, aus dem ich 3D-Modelle einladen möchte, und habe hier ein Beispieldatenverzeichnis. Ich kann hier einfach unterschiedliche 3D-Formate einladen, wie zum Beispiel Step, IGES. Es können aber auch BIM-Daten eingeladen werden. Ich klicke in dem Fall hier, wenn ich Step habe, auf Datei Import, kann hier noch Vereinfachungen einstellen und Datei importieren klicken. Ich muss vorab noch einige Details eingeben, die dann auch für die Stückliste relevant sind, wie zum Beispiel den Dateinamen, also unter welchen Namen soll das Modell eingeladen werden und wie das in die Struktur, also System, Subsystem eingegliedert werden soll, und kann hier entweder freiladen oder ich kann einfach genau sagen, auf den Punkt, den ich vorhin generiert habe, einladen. Habe ich zunächst ein Modell eingeladen, dann kann ich das jederzeit anwählen, und wenn ich den blauen Punkt auswähle, dann kann ich dieses auch verschieben bzw. drehen. Wir wechseln jetzt in die 2D-Umgebung, denn wir können auch 2D-Geometrien nutzen, um 3D-Modelle zu erstellen. Wir wechseln in den Tab M4Plant und können hier mit diesem Tool geschlossene 2D-Geometrien in 3D-Modelle umwandeln. Dazu muss ich eine Basishöhe eingeben. Hier ist das Fundament, also -200 und 200, damit es nach unten weggeht. Und dann nehme ich noch eine Wand hier raus und generiere daraus entsprechend eine Wand, indem ich jetzt einfach die Basishöhe auf 0 und die Höhe auf 4000 eingebe, also 4000 mm. Wir können auch das Wendewerkzeug nutzen, um neue Wände zu generieren. In dem Fall zeichne ich jetzt hier einfach eine Wand ein. Wir können auch die Eigenschaften natürlich bearbeiten und kann hier mit dem Türenwerkzeug Türen einfügen. Es gibt auch die Möglichkeit, Fenster einzufügen. In dem Fall habe ich die Tür eingefügt, indem ich einfach auf die Wand geklickt habe. Ich kann hier noch weitere Säulen zum Beispiel auswählen und gleichzeitig auch mehrere Modelle erstellen. Hier habe ich einfach wieder alle auf 4000 gestellt.
Es gibt aber auch einfach einen Katalog für unterschiedliche Säulen, die man hier direkt generieren kann. Sie sehen also, dass Sie auch auf Basis Ihrer 2D-Zeichnung von einem Gebäude sehr schnell Gebäudemodelle generieren können. Wir speichern die Zeichnung jetzt, wechseln die 3D-Umgebung und laden die 3D-Daten vom Gebäude ein. Als nächstes wollen wir einige Maschinen einladen. In dem Fall gehe ich wieder auf Bibliothek Laden und wähle aus meinen Beispieldaten eine Maschine aus, die ich bereits importiert habe. Sie können natürlich hier auch Step-Modelle importieren. Sie können hier noch eine Höhe definieren, auf der die Maschine eingeladen werden soll. In dem Fall setzt man einfach wieder einen Punkt mit dem Root-Werkzeug ab und definieren Sie bitte wieder einzigartigen Namen. Sie können am Ende auch ein Fragezeichen setzen, wenn durchgezählt werden soll. In dem Fall laden wir frei ein und ich kann das frei platzieren oder ich benutze das Rasterwerkzeug, also ich kann hier auch ein Raster einblenden und kann entsprechend am Raster ausgerichtet meine Maschinen platzieren, indem ich diese einfach im 3D absetze. Ich entferne mal das Raster und lösche auch nochmal die Modelle aus der Planung heraus, rechte Maustaste löschen und möchte Ihnen noch einen anderen Weg zeigen, wie man diese Maschinen auf Basis vom 2D-Layout einladen kann. Dazu wechseln wir wieder in die 2D-Umgebung. Hier kann ich links im Dashboard auch ein Gitter aktivieren und meine Maschinen anhand vom Gitter ausrichten. Klicke hier auf das Einladen von Maschinen ein, wähle meine vorherige Maschine aus und jetzt kann ich automatisch ein 2D-Symbol für mein 2D-Layout definieren. Hier kann ich noch System und Subsystem angeben, also wie soll diese Maschine bei mir in die Planung einstrukturiert werden und kann dann noch vergeben, wo das Ganze eingeplant werden soll, also hier in Mechanical Handling, klicke auf Generieren und bekomme dann hier unter Beispieldaten, unter dem Verzeichnis, wo mein Modell liegt, automatisch ein 2D-Symbol generiert, das ich jetzt hier links einfach auswählen kann und in meiner Planung platzieren kann. Wenn ich diese 3D-Elemente auswählen möchte, wechsle ich den Filter am besten auf Factory Layout und kann dann die Factory Layout-Elemente entsprechend auswählen. Ich klappe diesen Dialog mal zu. Wir haben die beiden Maschinen platziert. Das Gitter benötige ich jetzt auch nicht mehr. Wir speichern die Zeichnung, gehen wieder zurück in 3D und laden die Zeichnung nochmal neu ein. Und Sie sehen, die Maschinen werden hier genauso platziert, wie ich das im 2D-Layout definiert habe. Das heißt, wir können das jetzt hier noch weiter detaillieren, indem wir zum Beispiel in den Mechanical Handling Katalog wechseln, also Fördertechnik Katalog, und können hier in 3D auch direkt die Fördertechnik einplanen. Wir können das Ganze aber auch genauso auch auf Basis eines 2D-Layouts machen. Hier können wir den Symbolkatalog aufrufen und dann aus den unterschiedlichsten Katalogen auswählen für unterschiedliche Förderer bzw. Betriebsmittel und wir wählen jetzt einfach hier diese Förderer aus, wählen die Länge des Förderers aus. Man kann diese auch individuell konfigurieren und hier gebe ich noch einfach ein Subsystem ein, gebe eine Basishöhe von 1000 ein, also 1 Meter und platziere diese einfach, indem ich in die Planung klicke und die Fördertechnik einmal ausrichte. Wenn ich dann die nächsten Elemente platzieren möchte, dann werden diese automatisch für mich ausgerichtet, wie Sie hier sehen. Ich kann natürlich auch noch den Anschlusspunkt wechseln, um vielleicht eine andere Ausrichtung zu bekommen. Und was ich noch machen kann, ist, dass ich diese Elemente automatisch miteinander verbinden kann. Das heißt, wenn ich zwei unterschiedliche Förderlinien habe, kann ich hier Auto-Routing verwenden und die beiden Anschlusspunkte einfach anklicken. Sollten fürs Auto-Routing mehrere Komponenten zur Auswahl stehen, so werde ich gefragt, welche ich verwenden möchte und dann wird die komplette Förderstrecke für mich automatisch eingeplant. Wenn ich hier den Filter wieder auf Factory Layout wechsle, dann kann ich die komplette Förderstrecke inklusive der Maschinen auswählen und auch einfach kopieren. Ich habe jetzt den Kopiervorgang einfach an eine Säule ausgerichtet und das Ganze nochmal eingefügt. Ich kann aber auch hier einfach nur die Förderer, rechte Maustaste kopieren, dann einen Referenzpunkt, zum Beispiel hier an der Maschine ausgerichtet und dann hier oben nochmal einfügen. Jetzt können wir die Zeichnung wieder speichern und dann einfach nach 3D wechseln und diese wird für mich automatisch direkt geladen. Und in 3D können wir dann weitere Elemente einplanen. Hier stehen mir weitere Kataloge zur Verfügung, wie zum Beispiel Rohrleitungsbau, Stahlbau, Lüftungstechnik oder Kabeltrassenplanung. Unter Verschiedenes kann ich dann zum Beispiel auch eine Kollisionsprüfung durchführen über alle Gewerke oder kann diese konfigurieren und ich kann natürlich unter Start eine Stückliste aufrufen und mir eine komplette Stückliste der gesamten Planung mit allen Details ausgeben lassen und diese in unterschiedlichen Formaten abspeichern.
Natürlich können Sie auch detaillierte Zeichnungsableitungen generieren mit Schnitten und allem drum und dran. Wir machen hier einfach eine schnelle Zeichnungsableitung, indem wir unsere Zeichnung ausrichten, auf Modellblatt generieren klicken und dann hier einmal den Namen vergeben, unten nochmal angeben, dass wir das Blatt mit generieren möchten, und ich habe hier in dem Fall noch angewählt, dass ich eine FBX-Datei mit gespeichert haben möchte, und haben hier dann entsprechend direkt eine Zeichnungsableitung. Diese kann im Endeffekt nachher nochmal detailliert werden, also wenn ich dann noch Schnitte, Bemaßungen und alles drin haben möchte, dann können die Zeichnungsableitungen natürlich dadurch ergänzt werden. Dazu stehen alle Funktionen zur Verfügung. Zurück in 3D können wir natürlich auch schnelle Visualisierungen durchführen. Hierzu steht auch ein Modul Engineering Review zur Verfügung. Hier brauche ich nur eine Linie einzuzeichnen und kann mit dem Movie Player dann einfach hier direkt einen Durchgang generieren, kann mir auch ein Video von diesem Durchgang abspeichern oder kann einfach direkt live in den Projektdaten spazieren gehen. Die FBX-Daten, die ich direkt mit der Zeichnungsableitung generiert habe, können direkt auch hier genutzt werden, um in anderen Viewern dann, wie zum Beispiel den Windows FBX Viewer, verwendet zu werden. Sie können diese natürlich dann aber auch in anderen AR- oder VR-Viewern verwenden. Natürlich lassen sich die Daten dann auch in anderen unterschiedlichen 3D-Formaten exportieren. Damit haben wir das 10-minütige Tutorial für die 3D- bzw. 2D-Layout-Planung abgeschlossen und Sie können nun diese einfach selber ausprobieren. Natürlich stehen Ihnen auch umfangreiche Videotutorials auf der Kutschröhr Homepage unter M4Plant, dann Lernen und Videotutorials zur Verfügung. Den Link dazu finden Sie auch in der Beschreibung. Bei Fragen können Sie uns natürlich gerne kontaktieren und wir unterstützen Sie bei Ihrem Test.